Nordstrandischmoor ist eine kleine Hallig im nordfriesischen Wattenmeer. Wer da lebt, kennt das Meer und den Wind. Das Leben hier ist manchmal streng und speziell. Der Weg auf die Hallig ist genauso ungewöhnlich wie das Ziel. Wer nach Nordstrandischmoor möchte, steigt in ein Schiff oder auf eine Lore. Die Lore fährt mit 12 Stundenkilometern vom Festland auf die Hallig, mitten durch das UNESCO-Weltnaturerbe und EU-Vogelschutzgebiet. 10 Halligen gibt es im nordfriesischen Wattenmeer. Sie sind durch Sturmfluten im Mittelalter entstanden, wo grosse Teile vom Festland untergegangen sind. Nordstrandischmoor ist 165 Hektar gross. Unsere Gruppe von europäischen Agrarjournalisten kommt in Nordstrandischmoor an. Der Norman Kruse holt uns mit dem Traktor ab. Vom Anhänger aus bestaunen wir sein Zuhause. Der Norman Kruse und seine Familie lebt seit mehreren Generationen auf dieser Hallig. Er arbeitet als Wasserbauer und Landwirt. Die Landwirtschaft wird über Naturschutzverträge geregelt. Ich würde erstmal sagen, ist vielleicht Landwirtschaft auf der Hallig der falsche Ausdruck. Das ist mehr so eine Landschaftspflege. Ich halte hier Schafe, Muttertiere jetzt 57. Welche Rasse? Gemixt. Ich habe hier 60 Hektar. I'm farming on 60 hectares. Und da merkt man ja schon, ne? Mit den Schafen und die Zahl, dass das nichts mit Wirtschaft zu tun haben kann. Okay, there you recognize, if you have a little bit knowledge about it, that the 60 hectares and the sheep does not really then fit to each other, and therefore it's a kind of special here. Ich mähe 20 Hektar für Eigenversorgung für die Schafe. I'm cutting grass on 20 hectare for hay, überwiegend Heu oder Silage auch? Nur Silage. Und ihr habt ja auch schon gesehen, wie hoch das Gras gerade steht. And you've seen how high the grass is right now. Not really high actually because of the geese, wegen der Gänse. Mähen darf ich für diesen Naturschutz ab 1.7. So it's allowed to cut the grass from the 1st of July on because of the birds. Richtig, aber dann ist nichts da. But then there's almost nothing there. Um überhaupt was zu ernten, mähen wir erst Ende August und deswegen machen wir Silage. Musst du auch Futter kaufen vom Festland? Nee, das reicht dann. Die Schafe sind das ganze Jahr hier, also wir machen auch hier Lammzeit und alles. So the sheep are here the whole year. They even lamb here. In winter times ist ja wahrscheinlich Februar. Machen wir im März, April. Oh, March and April. Um den Gänsen aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Because of the geese. Was machst du mit den Jungtieren? Die gehen zur Schlachtung. Der Norman erzählt weiter, dass 18 Menschen auf der Hallig leben. Ihre Häuser sind auf Warften gebaut. Das sind künstlich angelegte Hügel. Sie schützen die Leute, wenn die Nordsee ihr wildes Gesicht zeigt. Vor allem im Herbst und Winter gibt es Sturmfluten, die die ganze Hallig unter Wasser setzt. Das passiert bis zu 40 Mal im Jahr. Land unter, sagen die Einheimischen. Während das Wasser steigt, werden die Schafe auf die Auffahrt oder in die Scheuer getrieben. Bis sich das Wasser wieder zurückgezogen hat, geht es 1 bis 2 Tage. Prognosen sind so 24 Stunden vorher, dann sind sie gut, die Wasserstandsprognosen. Der Norman bringt uns in die Scheuer, wo ein lautes Begrüßungskomitee schon auf uns wartet. Es sind Lämmer, die von ihren Müttern nicht angenommen worden sind. Der Norman erzählt, dass die Scheuer und die Warft relativ neu sind. Bei einem Neubau muss ein Schutzraum gebaut werden, falls Hochwasser doch näher kommt als normal. From the government to build this kind of room because it's new. If you build something, also wenn ich verstanden habe, wenn man was neu baut, muss man so einen Raum haben. Genau. So if you build something new like this, then you need to have something like this, an escape room. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Fotosession. Da aussen ist man der Natur ziemlich ausgeliefert.
Nicht nur die Nordsee kommt einem manchmal zu nahe, auch der Wind kann so heftig blasen, dass es einem fast fortnimmt. Wegen dem Klimawandel wird das Leben auf der Hallig nicht leichter. Aber die Menschen hier haben eine starke Bindung zu ihrem Ort. Darum braucht es Massnahmen. Ohne die schon in den 80er und 90er Jahren umgesetzt worden sind, wäre die Hallig heute wahrscheinlich nicht mehr da. Der Jan Aufderdeck arbeitet beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. Er erklärt, dass Sedimente aus Sand, Schlick und Muschelschalen wichtig für den Erhalt der Hallig sind. Uferbefestigungssysteme wie Deckwerk schützen vor dem Abtrag durchs Meer. Die Gesamtfläche der Halligen sind heute weitgehend stabil. Das ist auch wichtig fürs Festland. Diese Hallig nimmt den Sturmfluten die Energie, bevor sie aufs Festland treffen. Somit erfüllt sie auch eine Schutzfunktion. Ruth Hartwig Kruse, Mutter von Nomen, wohnt auch hier auf Nordstrandischmoor. Sie ist Bürgermeisterin der Gemeinde Nordstrand und kämpft für den Erhalt der Hallig und für den Schutz der Vögel. Die Herren ihren Job gut machen, dann werden wir hier bleiben können. Und das ist der Ansatz unserer Hallig und auch der Bürgermeisterin, dass dieses Land hier, diese Hallig erhalten bleibt. Und nicht nur für die Bewohner, weil viele fragen immer, warum wohnt ihr da? Ist das so wichtig? Aber vielleicht auch gerade im Moment, letztes Jahr hatten wir 11.000 Brutvögel, dieses Jahr sind wir bei 15.000 Brutvögel. Also dies ist ein ganz wichtiges Habitat auch für Brutvögel, die auf der roten Liste stehen. Hier brüten jetzt eine kleine Kolonie der Zwergseeschwalbe, hier brüten Sandregenpfeifer, also alles Vögel, die vom Aussterben bedroht sind. Und die können hier nur leben, brüten, wenn diese Halligen auch bewirtschaftet werden. Bevor es wieder zurück aufs Festland geht, besuchen wir den Hallig Krog, eine einfache Beiz, wo sich die Einheimischen und Touristen treffen. In der Schür nebenzu gibt es ein kleines Museum und den Sturmflutenfilm. Der zeigt eindrücklich, mit welchen Herausforderungen die Menschen auf der Hallig zu arbeiten haben. Dann wird es Zeit, wieder auf die Lore zu steigen. Der Besuch auf der Hallig hat mir Eindruck gemacht. Nordstrandischmoor ist Kulturerbe, Naturparadies und Lebensraum. Und die Menschen hier setzen sich dafür ein, dass es auch so bleibt. Auf agricstories.com findest du die ausführliche Reportage und andere spannende Inselgeschichten.